Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 8 Embrace. Irrsicht. Ach du Scheiße, da kam tatsächlich mein altes Ich zum Vorschein. Warum musste mich der Kapitän so provozieren? Warum musste ich vor ihm so austicken? Vor ausgerechnet der Person, die mich immer wieder rettet. Die Person, die mich jederzeit von Bord schicken kann und als Captain auch die stärkste Person hier ist. Kopfschüttelnd betrete ich die Küche. Ich darf mir nicht immer so viele Gedanken machen. Niemand hier. Ich lasse meinen Blick einen Moment schweifen und obwohl niemand hier ist, köchelt auf dem Herd eine Suppe. Kurz darauf vernehme ich Schritte und gerate auch sofort in Panik. Schnell verkrieche ich mich unter meinem allseits bekannten Tisch, an dem ich mich heute bereits zweimal verletzt habe. Ich höre, wie die Tür ruhig geöffnet wird und jemand den Raum betritt. Vorsichtig beuge ich mich unter dem Tisch vor und zu meiner Erleichterung erblicke ich Sashi und nicht einen wutentbrannten Trafalgar. Zögernd komme ich komplett aus meinem Versteck gekrabbelt und gehe auf den Koch zu. Dieser bemerkt und mustert mich. »Hey Kleines, alles gut?« fragt er mich belustigt und wendet sich von mir ab und dem Herd zu, rührt etwas in der Suppe. Entschlossen stelle ich mich neben ihn und beginne stumm das restliche Gemüse zu schneiden, das noch auf der Arbeitswäsche auf einem Brettchen liegt, was mit einem gebrochenen Arm nicht wirklich schnell vonstatten geht. Im Augenwinkel sehe ich seinen fragenden, verwunderten Blick. »Mir geht es wieder gut. Herr Trafalgar ist ein guter Arzt«, breche ich die entstandene Stille und sehe beschämt zu ihm auf. Er starrt mich aus großen Augen an. Angestrengt presst er die Lippen aufeinander, versucht meinen Blicken auszuweichen. »Lachst du mich etwa aus?« frage ich fassungslos und stampfe mit meinem gesunden Fuß zur Untermalung auf. Der Koch schüttelt sich, hebt eine Hand zur Besänftigung und beginnt dann herzhaft zu lachen. Er bekommt sich ganze 5 Minuten nicht mehr ein und liegt nun mit Tränen in den Augen und sich den Bauch haltend auf dem kalten Boden. Gegen Ende hin musste ich, Lachen ist ansteckend, auch mitlachen und sitze nun schwer atmend neben ihm. Meine Lunge brennt und meine Seiten stechen unangenehm, doch ich muss weiterhin ab und an auflachen. Nach wieder einigen Minuten findet Sashi genug Atem, um zu sprechen. »Herr Trafalgar?« fragt er und bricht erneut in schallendes Gelächter aus. Sein Lachen ist ehrlich und witzig. Ich stelle mich grinsend wieder an den Herd und streiche dem nach Atembedingenden meine linke Hand. »Danke.« Wir widmen uns wieder unserer Arbeit, bis ich mit einem Kichern erneut die Stille durchbreche. Sashi zieht fragend eine Augenbraue hoch. Mir ist eingefallen, was meine Mutter mir einmal gesagt hat. »Ich wünsche dir Glück, Hoffnung und Liebe in deinem späteren Leben, dass du viele gute Freunde findest, einen netten Mann und ein wunderbares Zuhause mit deiner neuen Familie. Weißt du, mein Liebling, noch verstehst du das nicht, aber du wirst irgendwann Leute kennenlernen, die wie eine Familie für dich sein werden. Nicht wirklich verwandt, aber doch heimisch und schön. Und du wirst den einen Mann kennenlernen, für den du alles gibst und er für dich. Du wirst ihn mehr und anders lieben als mich oder deinen Vater. Du wirst glücklich sein, auch wenn der Weg dahin lang und steinig ist. Ich werde immer stolz auf dich sein.« Seit ich hier auf diesem Schiff bin, fallen mir immer wieder Sachen von vor der Zeit mit den Piraten ein. Ich muss lachen und bin plötzlich so offen und vertraut mit den Leuten hier. Warum? Immer noch starrt Sashi mich an. Ich musste nur an meine Mama denken, erkläre ich ihm mit einem traurigen Lächeln. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er wissend nickt und sich still wieder dem Essen widmet. Nach weiteren Minuten machen wir eine kleine Pause, während das Essen köchelt. Wir sitzen auf unseren Stammplätzen und ich überlege, wie ich am besten die Stille unterbreche. Darf ich dich fragen, wie das mit deinem Arm passiert ist? Ich sehe zu ihm auf und dann betrübt zu meinem Arm. Ich will ihm vertrauen, aber ich kann nicht. Ich atme tief ein und sehe ihn mit einem aufgesetzten Lächeln an. »Naja, ich wollte dir beim Kochen helfen«, grinse ich und kratze verlegen meine Wange. Sashi mustert mich eine Weile, bis er sich die Hand vor die Stirn klatscht und laut loslacht. Erleichtert atme ich aus. Er glaubt mir und ist nicht böse. Seine Sicht. Dann können Sie Ihr Essen demnächst aus dem Rucksack fressen, faucht das Mädchen den Tätowierten an, bevor sie sich geschockt die Hand vor den Mund schlägt und aus dem Raum stürmt. Perplex sitzt Law noch immer an Ort und Stelle. Was war das? Am Ende hat sie nicht mal mehr gestottert. Stimmlos lehnt er sich gegen ein Bett hinter seinem lehnlosen Hocker. Ich habe zwar bemerkt, dass, wenn ich sie provoziere, ich etwas in ihr auslöse und sie reden wird, aber das... Fluchend fährt sich der Arzt durch die Haare.
Scheiße, wo ist die denn jetzt hin? Nun hat er doch glatt seinen eigenen Befehl missachtet. Und das, obwohl er das zuvor noch den anderen vorgehalten hat. Schnell springt er auf und begibt sich auf die Suche nach dem Giftzwerg. Nach einer Weile kommt er auf den Gedanken, dass sie nur den Weg zur Küche und zu seiner Kajüte kennt und wahrscheinlich dorthin geflüchtet ist. Schnellen Schrittes macht er sich auf den Weg in die Küche. Dort angekommen, findet er sie kochend neben Sashi am Herd vor. Stirnrunzelnd setzt er sich leise auf seinen Stammplatz. Nicht bemerkt, beobachtet er die beiden bei der Arbeit. »Stehst du immer so lange in der Küche?« bricht zu Lors Verwunderung das schüchterne Mädchen die Stille. Jetzt stottert sie wieder, stellt er nachdenklich und interessiert fest, als wäre sie ein neues Beobachtungsobjekt für ein Experiment. Der Koch wendet sich ihr zu und beginnt, sich verlegen den Kopf kratzend, zu lächeln. Naja, alleine für so viele Leute zu kochen und das auch noch ausgewogen, kostet eben Zeit. Da muss man früh anfangen. Sie nickt verstehend und doch missmutig. Nicht lange herrscht Stille zwischen den beiden. Du, Sashi, beginnt die Kleine verlegen. Der Koch sieht sie fragend von der Seite aus an. Wenn ich dürfte, ich würde dir gerne demnächst helfen. Der Rothaarige beginnt über beide Ohren zu grinsen und nimmt sie stürmisch in die Arme. Überrumpelt verkrampft sich die Kleinere, steht stocksteif in seiner überschwänglichen Umarmung. Sashi bemerkt das, lässt sie los, packt sie an die Schulter und beugt sich etwas zu ihr runter. »Tut mir leid, wieso weinst du denn?« Überfordert und panisch wedelt er mit den Händen vor ihrem Gesicht, als könnte er ihre Tränen so trocknen. »Hey, schon gut. Nicht weinen.« Sie wischt sich die Tränen grob mit den Ärmeln von den Wangen und sieht traurig, versucht ernst zu ihm auf. »Was wolltest du machen?« schnieft sie, starrt ihn enttäuscht, aber gefasst an. Lors Augenbrauen schießen nach oben. Sie weiß nicht, was eine Umarmung ist? Sashi fällt alles aus dem Gesicht. In dem Moment geht die Tür leise auf und Beppo und Pinguin betreten den Raum. Sie blicken zwischen Sashi und der Kleinen hin und her. Ohne große Verzögerung werden Pinguin und Beppo wütend. Beppo geht eilig auf das Mädchen zu, zieht sie 1 Meter von Sashi weg und hält schützend seine Pfote vor sie. Pinguin geht währenddessen auf Sashi zu und baut sich knurrend vor ihm auf. »Was hast du gemacht?« keifte den Koch ungehalten an. Immer noch geschockt über die Erkenntnis, dass das Mädchen scheinbar keine Zuneigung kennt, starrt Sashi regungslos auf den Punkt, an dem die Kleine vor kurzem noch stand. Pinguin wird noch wütender und reißt ihn an der Schulter zu ihm um. Law, immer noch nicht bemerkt, steht langsam auf und greift nach Pinguins Arm. »Es reicht.« Pinguin will widersprechen, doch der Größere fällt ihm ins Wort. »Er hat nichts gemacht. Ich sitze schon eine ganze Weile im Raum.« Auch wenn Trafalgar äußerlich die Ruhe selbst ist er innerlich am Ausrasten vor Neugier und möchte endlich mehr über die Kleine in Erfahrung bringen. Sashi setzt sich, schweigend, atem- und stimmlos, auf den Boden. Über den Köpfen der beiden Beschützer bildet sich je ein riesiges Fragezeichen. Law lässt seinen Arm los und setzt sich wieder auf seinen Stuhl. Pinguin blinzelt ein paar Mal verwirrt, bevor er sich neugierig auf seinen Stammplatz setzt. Die anderen folgen kurz darauf. Law stützt nachdenklich seine Arme auf den Tisch und bettet seinen Kopf auf seinen Händen ab. »Kleine«, beginnt Sashi, immer noch baff, und wendet sich ihr zu. Der Zwerg hält verängstigt Beppos Pfote und lauscht angespannt seinen Worten. »Ich hab dich nur umarmt«, beendet er ungläubig seinen Satz. Die Neuankömmlinge machen große Augen, können es nicht fassen, nicht glauben. »Was?« platzt es aus Pinguin heraus. Das Mädchen sieht zu Sashi auf. »Was hast du?« Law wendet sich an sie. »Was ist passiert? Du kennst keinerlei Zuneigung«, beginnt er ruhig. »Was haben die Piraten gemacht?« In den Gesichtern aller kann man mehr oder weniger Neugier erkennen. Das brennende Bedürfnis nach Antworten.